Hallo und herzlich willkommen bei Marein Caravaning, Ihrem Carthago Center West. Heute wieder nicht aus Aldenhoven, sondern aus Düsseldorf vom Caravansalon 2023 und sogar noch genauer vom Iveco-Stand. Heute sind wir hier mit der Vittoria, aber ich schlage vor, sie stellt sich am besten selber mal vor. Hallo, ich bin Vittoria Polastri und ich arbeite bei Iveco und im Camper-Team, klar. Und wir sind mit unserem super schönen Stand hier am Start bei dem Caravansalon und wir haben 3 Fahrzeuge für euch zum Vorstellen hier und ja, wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserem Stand. Wir haben den Daily Switch, das ist unsere Camper-Transporter, alles möglich dabei, sehr bunt und mit Candy Bar sogar. Ja. Switch bedeutet, dass der variabel ist, oder? Ja, richtig. Okay. Man kann während der Woche als Van oder Transporter für den Beruf benutzen und dann am Wochenende geht's los auf den Urlaub. Mit dem Switch kann man dort schlafen oder dort essen. Ja. Das sind quasi so Module, die ich dann rein und rausschieben kann. Richtig. Und der ist dann auch schon so isoliert, dass ich auch mal in einer schlechten Jahreszeit damit fahren kann. Das ist ja mal eine pfiffige Idee. Und der heizt wie? Das weiß ich leider nicht. Ich vermute mal mit Diesel. Das wäre zumindest sinnig. Die Candy Bar ist immer mit dabei. Ja, also man muss es extra bestellen bei dem süßen Mann, mein süßer Kollege. Aber ja, also man kann alles personalisieren dann. Ne? Super, ganz toll. Ist das Fahrzeug jetzt schon direkt bestellbar und verfügbar oder ist das jetzt was man hier präsentiert als Idee oder kommt das wirklich so? Kann man bestellen, aber ich bin nicht so fit jetzt den aber Switch. Du gehst davon aus, dass es weil es ja eigentlich eine pfiffige Idee. Ne? Der Handwerker kann den unter der Woche für seinen Handwerksbetrieb gebrauchen und am Wochenende fegt er einmal durch, macht die Module rein und hat dann ein Reisemobil für ein Weekend. Ja, sicher. Super, sieht auch sehr schick aus. Ja, was habt ihr sonst noch Neues? Wir haben den 4x4, den Tigrotto hier, das ist aber noch eine Showcar, bevor deine Frage kommt, ob das bestellbar ist. Was heißt das übersetzt, Tigrotto? Das wüsste ich mich jetzt nicht. Kleine Tiger oder Tigerle auf Schwäbisch dann. Tigerle auf Schwäbisch. Tigerle. Ja, mit mir kannst du Hochdeutsch sprechen, also kleiner Tiger. Kleiner Tiger, ja. Okay. Kleiner Tiger hat Allradantrieb. Ich habe eben mal kurz reingeguckt. Der hat auch 3 Differentialsperren. Das heißt, du kannst das Mitteldifferential sperren und das Heckdifferential wie auch das Frontdifferential. Das heißt, ein Auto, das ist für richtig hartes Gelände schon gebaut. Ne? Genau. Wo die Tiger wohnen, dann wohnt auch das Auto. Ja, das ist schön gesagt. Wir gehen noch mal ein Stückchen rüber. Dann fallen mir die Fragen besser ein, wenn ich den so sehe. Das heißt also genau wie der hier steht. Das heißt, das Fahrwerk ist genauso schon optimiert für den Geländeeinsatz. Genau so kann man das Fahrzeug dann auch bestellen. Genau, so es ist Expeditionsmobile dann am Ende. Ne? Ja. Und es ist ein Sondermodell, wie gesagt, Showcar, Tigrotto. Schauen wir mal, Interesse gibt es viel und ja. Ja, das glaube ich, weil ich habe jetzt eben auch schon hier mit dem einen oder anderen gesprochen, der hier gestanden hat, und dann hört man schon, dass die Leute also tatsächlich planen, da dann später eine Kabine drauf zu machen. Da gibt es ja die tollsten Hersteller, die halt Kabinen, Expeditionskabinen bauen, und da eignet sich natürlich, wenn du so ein Fahrgestell hast, was direkt vom Hersteller kommt, da ist ja dann auch für all die Umbauarbeiten Garantie und Service auch gewährleistet. Weltweit gehe ich jetzt einfach mal von aus, das ist ja logisch eigentlich. Dann setzt du nur noch die Kabine drauf und dann hast du ein optimal gestaltetes Fahrzeug. Auch das Armaturenbrett, das ist wirklich, da sieht man Liebe zum Detail. Das wird dann auch so immer dann sein, nur die Farbkombi, die kannst du dann dir aussuchen oder so. Weiß ich noch nicht genau, aber ja, in dieser Kombination auf jeden Fall. Okay. Der ist erhältlich. Ich habe jetzt eben gesehen, der hat ein Schaltgetriebe drin. Dann wird der wahrscheinlich auch die 180 PS Maschine haben. Ja, 176 PS. Ist der auch erhältlich mit Automatikgetriebe? Weißt du das schon? Das ist noch mechanisch. Noch mechanisch, ja. Ja gut, okay, aber es kann ja gut sein, dass ein Automatikgetriebe kommt. Keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Aber im Gelände bevorzugen ja viele Leute ein Schaltgetriebe. Ne? Ja,
um die Macht auf das Auto zu haben. Ja, Wirklich ja. zu steuern. Ja, manche meinen, das ist einfach langweilig, wenn man Automatik fährt. Ich bin so ein riesen Automatik-Fan, aber im Offroad-Einsatz sind viele Leute dafür, eben Schaltgetriebe zu fahren, dass wenn man sich mal festgefahren hat, für das Aufschaukeln halt so, dass ja mit dem Automatikgetriebe nicht ganz so einfach oder nicht so gut zu machen wie mit einem Schaltgetriebe. Ja, prima. Sonst haben wir hier sonst was Neues. Hier haben wir ein ganz normaler Daily halt stehen, ne, als Grundchassis halt. Ja. Ist jetzt ein 70er Chassis, ne, mit 210 PS. Genau, gibt es da irgendetwas Neues, wo man vielleicht drüber sprechen müsste? Wir haben wie auch letztes Jahr ADAS-Systeme und dann Heimatic und ja, sowas Neues jetzt nicht jetzt, also nicht gerade jetzt. Okay, ja, das ist ja auch mal. Unser Klassiker, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Auto, das ist ja auch noch nicht so endlos lange auf dem Markt und es ist ein absolut bewährtes Fahrzeug. Was muss man da jetzt noch großartig verbessern? Von daher alles gut. Ja, perfekt. Es ist schön immer mal wieder zu sehen, wenn da nichts draufsteht, weil ich kenne die Autos ja immer nur, da siehst du da vom Rahmen halt nichts, aber hier kann man jetzt wirklich mal sehen halt, wie der Rahmen aufgebaut ist, wie stabil so eine Achse jetzt ist bei dem 70er Chassis. Da sieht man dann schon den Unterschied auch zu den kleineren Fahrzeugen halt. Ne? Ja. Stimmt. Ja, Genau. prima. Erster Tag Messe. Du bist bis zum Schluss hier? Ja, bis 3. September hier. Also du hältst hier die Stellung. Claro. Ja, perfekt. Hör mal, dann danke für das gerne. Überfallungsinterview hier. Immer gerne. Ja. Ja. Also das war nichts vorbereitet, Nein, überhaupt nicht. Einfach so ich hab- real life. Genau, also gerade ganz kurz zu dir. Ich habe dich ja in Susara kennengelernt bei der Werksbesichtigung bei Iveco und dein Hauptaufgabenbereich bei Iveco ist eigentlich Vertrieb und Marketing und alles, was zu machen ist Alles, was in zu unserem Camper-Team. Ja. auch die lästigen Händler dann mal, wenn die mit blöden Fragen kommen, die dann einfach noch mal gerade abholen an der Stelle. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Danke dafür. Super. Vielen Und Dank euch. ich freue mich, vielleicht werden wir noch mal ein Bierchen hier zusammen trinken. Sehr gerne, Okay. sehr, sehr gerne. Dann Also, ciao. viel Erfolg nochmal und Danke. alles gut. Ja, ciao. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, es war wieder mal sehr interessant hier bei Iveco mal auf dem Stand vorbeizuschauen, mal gucken, was es da so Neues gibt. Ich sag mal, das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, wo wir jetzt gerade bei Carthago ganz viel von haben, weil so ein Offroad-Fahrzeug glaube ich nicht, was bei Carthago so schnell kommen wird, aber für den einen oder anderen Aufbauhersteller, der halt jetzt auf Adventure-Fahrzeuge halt setzt, ist das natürlich eine Top-Variante. Sieht schon fast aus wie so ein Riesenschiff, was hier steht. Also wirklich Schiff meine ich jetzt aus dem Wasser kommend, wegen dieser Bugquelle, die hier vorne so eingearbeitet ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schickes Auto. Ja, und auch dieses modulare System. Ich glaube tatsächlich, dass das für viele Leute extrem interessant sein kann, weil hier hat wirklich der Handwerker die Möglichkeit, in der Woche seinen Kastenwagen ganz normal zu nutzen und hat am Wochenende, ich sag mal, für den Angeltrip oder so oder für die Jungs mit dem Motorrad, hat der dann ein Fahrzeug, wo man auch ein bisschen Reisemobil draus machen kann. Sollte euch der Beitrag gefallen haben, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren unter WOMUScout halt bei YouTube und weitere Infos zu diesem Video oder zu anderen unter www.carthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marine-Caravaning. Tut mir leid, jetzt diesmal bist du gar nicht so viel zu Wort gekommen, sorry. Ist okay. Ciao.